Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear-Reference Kanal. Heute habe ich ein Chest-Rig mitgebracht, was ich euch vorstellen möchte, und zwar von Tactical Tailor. Das ist jetzt auch das erste Video, was ich über Ausrüstung von Tactical Tailor mache. Ist eine relativ berühmte amerikanische Firma, gibt es seit 1998. Gegründet wurde sie von Logan D. Coffey, der leider vor ein paar Jahren bei einem Autounfall verstorben ist. Logan D. Coffey ist 91 selber beim Militär eingetreten in den Vereinigten Staaten, hat da seine Erfahrung gemacht, was das dienstlich gelieferte Material anging, also die Ausrüstung, die er bekommen hat, und fand vieles, anpassungswürdig oder verbesserungsfähig und hat sich dann angefangen, mit Nähmaschine hinzusetzen und Ausrüstung zu modifizieren, umzuändern und hat dann irgendwann für sich und für seine Kameraden Ausrüstung speziell hergestellt. Tactical Tailor, die Firma, wurde im Jahr 1998 gegründet, nachdem er aus dem Militär ausgeschieden ist, und seitdem produzieren sie Ausrüstung verschiedenster Sachen, von Rucksäcken über Plate Carrier, Taschen, Rigs, Westen, alles Mögliche. Die sind auch immer noch im Business, und dieses Set hier ist aus dem Jahre 2004. Was wir jetzt hier haben, ist das klassische Chest Rig von Tactical Tailor, und zwar die MAV oder auch MAV genannt, Modular Assault Vest, und hier in einem Assault Kit. Tactical Tailor hat natürlich alle Komponenten einzeln angeboten, aber es gab auch verschiedene Kits, wo die Taschen schon zusammengestellt waren, die man dann als Satz kaufen konnte, und das ist hier einer davon. Zu sehen ganz viel im Global War on Terror, also Irak, Afghanistan. Entweder komplett als Satz, gerne gesehen bei JTACs und TechPiece, also auch wieder Soldaten, die die Luftschläge koordinieren etc. Genau in diesen Sätzen, in verschiedenen Farben sogar, unter anderem Woodland, aber auch genauso hier in diesen Tarn. Und ansonsten sind alles von Tactical Tailor überall verwendet worden. Mal in kleineren Stückzahlen, mal ein bisschen mehr, wie die MAV, also das Chest Rig an sich gibt es als einteilige Version, das ist die hier, auch als Split Front vorne zum Aufmachen, und beide Versionen wurden super viel im amerikanischen Militär genutzt und auch überall in anderen Armeen mal. Ne? Wir haben hier den Satz bestehend aus 3 Handgranatentaschen, dem Bib oder auch Brustplatte, das Chest Rig an sich, einer großen Mehrzwecktasche, 4 Magazintaschen, einer Funkgerätetasche, und auf der anderen Seite ist nochmal eine Mehrzwecktasche. Die gucken wir uns aber dann gleich nochmal im Detail an. Und was man hier jetzt gerade schlecht sehen kann, ich habe noch hier unten die letzte Tasche, die ist am Gürtel befestigt. Und zwar ist das die Leg Dump Utility Demo Pouch. Also für Magazine, Sprengmittel und was man sonst so unterbringen will. Das Ganze habe ich jetzt gerade an einem Tactical Tailor Pistol Belt. Der gehörte nicht zu diesem Satz. Den habe ich aber von ganz früher noch. Das war mein erster Pistol Belt, wo ich das Holz daran getragen habe. Dann gucken wir uns das Ganze einmal im Detail an. Hier ist einmal ein Malice Clip gezeigt. Das ist Tactical Tailors System, um Taschen an Pals anzubringen und nicht wie die Molle Straps, die sonst auf den Taschen drauf sind, sondern die haben das so gelöst. Wird genauso eingeschlauft, dann einfach das Plastikstück, ist schon flexibel, hält auch ganz gut. Ist, wenn die neu sind, nur ein krasses Gefummel, und die Kanten sind manchmal noch ein bisschen scharf. Muss man ein bisschen aufpassen. So, dann fangen wir mal mit dem Stück an, was wir gerade zum Schluss hatten. Und zwar die Leg, also Beintasche. Alle Taschen sind mit diesem Kunststoff-Materialbeschichtung beschichtet. Also die alten, bei den neuen hat man das dann irgendwann nicht mehr gemacht. Hier haben wir nochmal Klett, um die Tasche hier oben zu fixieren. Und hier haben wir elastisches Material, um die Magazine reinzumachen, reingreifen zu können, aber dass die danach wieder verschließt und nichts rausfällt. Auch für, wie gesagt, Sprengladung oder irgendwas, was man am Bein transportieren will. Im Inneren ist jetzt nichts. Ist auch einfach nur dunkel. Molle also Pals an den Seiten. Hier ist der Gurt
womit das Ganze am Belt oder sonst wo fixiert wird. Kann auch in der Länge verstellt werden natürlich. Die Beingurte und das Tactical Tailor Logo, Wasserablauföse. Und das war es auch schon. Die Tasche gibt es auch einzeln, nicht fürs Bein, sondern mit Pals und den Malice Clips hinten dran, dass man die auch an was anderes anbringen könnte, wenn man will. Dann fangen wir beim Chestrick an. Einfach in der Mitte die Magazintaschen. Das sind dreifach M4 M16 Magazintaschen. Aus diesem Grund passen auch zwei G36 Magazine hinein und deswegen wurden die auch sehr früh halt auch im Bundeswehrbereich dann genutzt. Auch die haben diese Beschichtung. Hier sind noch diese elastischen Bänder wieder, um die Tasche zu komprimieren. Hier drüben ist der Gegenpunkt und hier kann man dann das Ganze verstellen, je nachdem für welche Magazine man das haben will oder wenn man nur eins drin hat, um die Tasche in Form zu halten. Davon wie gesagt 4 Stück dabei. Dann gehen wir mal zur Funkgerätetasche. Hier ist jetzt ein Deko PRC 148 drin. Vorne der Fastex-Verschluss. Hier oben nochmal durch Klettstreifen gehalten, kann jetzt einfach rausgenommen werden. Und bei Bedarf, wenn man das Feld hier vorne abdecken möchte, ist hier noch eine Klappe, um das Ganze zu verdecken. Wieder den Fastex drüber und alles hält sicher und fest. Auch eine recht berühmte Tasche, die immer auch mal Einzelanwendungen auf jeden Fall findet, ohne im Satz zu sein. Hier ist auch eine Tasche, die Utility Medic Tasche mit einem Reißverschluss oben. Im Inneren haben wir wieder elastische Bänder, um verschiedene Sachen zu fixieren, gerade auch für medizinisches Material und vorne noch eine aufgesetzte Tasche. Diese Tasche hier ist eine der berühmtesten Tactical Tailor Taschen, würde ich mal sagen. Die findet man auch relativ häufig und auch noch auf modernen Bildern sieht man immer mal jemanden, der noch diese Tasche trägt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die große Mehrzwecktasche, da Tactical Tailor verschiedene angeboten. Hier unten nochmal Pals angebracht, um was anbringen zu können. Hier sind aber deutlich breitere Streifen. Und hier ist die normale Abstandslänge. Nachgemessen habe ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall breiter. Fastex-Verschluss, dahinter nochmal Klett und hier einfach eine riesige Mehrzwecktasche. Dann hier oben die Handgranatentaschen, nichts Besonderes. Auch die haben eine Beschichtung im Inneren. Und hier noch ja, so Loops, wo ein Bügel von einer Granate etc. durchgesteckt werden könnte. Dann drehen wir das Ganze mal um. Hier sehen wir fangen wir beim Rückengurt an. Bei den Modellen von Tactical Tailor ist hier dieses Plastikstück, was die Gurte reguliert. Und auch das muss man vorher nochmal ordentlich zurechtzuppeln, dann den Kopf durch und dann sich überwerfen. Das hat die Sache beim Anziehen ein bisschen behindert, sag ich mal. Ne? Hier sind die Fastex-Verschlüsse, womit das Chestrick dann auch abgeworfen werden kann. Hier oben haben wir keine weiteren, sondern das sind nur die. Das ist auch der Unterschied zu dem, was Lindenhof später daraus gemacht hat. Die haben Fastex hier auch noch angebracht, dass man die Schultergurte entfernen kann. Und haben auch ein anderes Schultergurtsystem genutzt. Hier ist die Brustplatte. Die kann so entfernt werden. Hat hier oben nochmal eine Klettöffnung für ein Innenfach, wo man dann nochmal so administrative Sachen etc. reinpacken kann. Und bei Bedarf kann die dann angebaut oder eben abgebaut werden, wie jetzt in dem Fall. Dann klippen wir einfach hier die Gute wieder an. Musste natürlich nur eingestellt werden für den Nutzer, aber mehr ist es nicht. Dann haben wir hier die One Piece Math an sich und auch die hat hier wieder ein Fach, um administrative Sachen etc. hier einbringen zu können. Geht über die gesamte Länge des Chestricks. Hier natürlich noch der Beckengurt und das war es eigentlich schon. Von vorne, ich habe jetzt nicht die Muße, alles nochmal abzufummeln, aber hier ist einfach nur Pals drauf angebracht
und eigentlich nichts Besonderes. Eben nur eine große breite Fläche, um möglichst viele Taschen anbringen zu können. Verstell D-Ringe, um das Ganze nochmal der Größe anzupassen, aber das kennen wir ja von allen anderen möglichen Chess-Tricks. Ziemlich simpel, einfach nur eine große Molle-Plattform, aber mit der riesigen Auswahl an Taschen etc. war Tactical Tailor da schon ziemlich weit vorne mit dabei. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder mit ein und dann sehen wir uns. Bis bald.